Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Neben mir sitzt jetzt Franziskus van Meel, der Chef der BMW M GmbH. Und du hattest auch die Gelegenheit, was zu fahren. Frank, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Ihr habt euer neues Flaggschiff vorgestellt, den M5 und das erste Mal in Amerika den M5 Touring, den G90 und G99. Wir sitzen hier gerade im M5 Touring. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man einen neuen M5 entwickeln muss? Ab wann steigt ihr denn da eigentlich ein? Ich meine, nun seid ihr natürlich auch BMW. Da redet man wahrscheinlich relativ früh mit den Kollegen aus dem Serienbau, oder? Ja klar, müssen wir auch, weil wir, wenn wir ein M-Auto bauen, natürlich sicherstellen müssen, dass wir die Karosserieversteifungsmaßnahmen, die wir brauchen, um das Auto im Prinzip noch präziser für die Rennstrecke zu kriegen, auch haben. Weil wenn es nicht vorgehalten ist, kriege ich keine Querstreben vorne, hinten, unten mehr rein oder hinter der Stirnwand. Von daher muss man sehr früh einsteigen. Und im Prinzip gleich am Anfang auch schon die sag ich mal, Bedarfe oder die Notwendigkeiten für M adressieren, damit die dann auch möglich sind hinterher. Und natürlich gibt es noch viele andere Diskussionen. Wir hatten sehr lange Diskussionen, welcher Antrieb ist eigentlich der richtige für die nächste Generation M5. Und auch das muss man sehr früh machen, weil wenn du das kurz vor Schluss erst entscheidest, dann ist es eigentlich auch nicht mehr möglich, das noch richtig im Gesamtfahrzeug so abzustimmen, dass es funktioniert. Seit wann arbeitet ihr an dem Wagen? Also eigentlich haben wir bereits Mitte 2018 angefangen, uns zu überlegen, wie muss eigentlich die nächste Generation M5 aussehen. Jeder Hersteller hat sich natürlich die Frage gestellt, was für ein Antrieb ist denn der Antrieb der Zukunft? Weil wenn ich dann überlege, in 2018, ich mache ein Auto, das 24 kommt und bis in die 30er am Markt ist, dann muss ich schon einen Antrieb drin haben, der sowohl den Kunden gefällt, wie auch regulatorisch sicher ist. Mhm. Und am Ende des Tages war rein elektrisch nicht machbar für High Performance zu 2024. Deshalb ging das nicht. Mild Hybrid war noch ein Thema. Da war nur die Frage, reicht es bis in die 30er Jahre rein? Und wir haben irgendwann gesagt, nein, wir machen es anders. Wir machen einen Plug-in-Hybrid, aber einen richtigen mit Reichweite, also bis zu 69 Kilometer Reichweite, mit fast 200 PS, 450 Newtonmeter. Also man kann mit dem Auto rein elektrisch sehr komfortabel, sehr weit fahren. Also nicht nur aus Regulatorikgründen, sondern auch aus Kundengesichtspunkten macht das sogar Spaß. Und hilft einem auch natürlich in Richtung CO2-Verbrauch. Und andererseits, der V8 war ein sehr beliebter Antrieb, den die Kunden schon 2 Generationen hatten im M5, wo wir auch gesagt haben, wir müssen den behalten. Also wir wollen beides. Und letztendlich ist auch beides jetzt in dem Auto. Und es führte in der Konsequenz natürlich auch zu vielen anderen Themen, zum Beispiel, dass wir die Vorderachse, die Spur breiter machen mussten, weil wir natürlich mehr Gewicht ins Auto gekriegt haben durch die Batterie und dass wir jetzt auch 1000 Newtonmeter in dem Getriebe haben. Das ist auch deutlich größer geworden mit einer großen E-Scheibe. Und dafür haben wir natürlich eine breitere Spur gemacht, die auch cool aussieht. Aber all das musst du gleich am Anfang machen, weil sonst fährt dein Auto nicht hinten raus, so wie du es gerne hättest. Der Vorteil ist, wenn du es früh weißt, kannst du auch alles machen, um dafür zu sorgen, dass wenn du das Auto jetzt fährst, du sagst, boah, das fährt ja eigentlich wie der letzte M5 auch, nur noch eleganter, noch aufwandsarmer, weil die E-Maschine hat überhaupt keine Antwortzeiten. Also wenn du Gas gibst, ist sofort Leistung und Drehmoment da. Und der V8 ist auch relativ schnell da, das, was man auch kennt vom letzten M5. Und da hast du das Gefühl, das ist nochmal so ein Level höher. Also wir haben V8, Biturbo, oder? Ja. Und noch eine E-Maschine oben drauf. Genau. Also sollen genug Parameter drin sein, um ordentlich Druck zu machen. Und Druck habt ihr ja auch eine ganze Menge, 727 PS Systemleistung. Richtig. Also da muss man schon auch große Räder haben. Und was ich toll finde, vorne 20 Zoll, hinten 21 Zoll. Nee, falsch. Vorne 21. Achso, 20 und 21. Hinten 21. Ja. Auch wiederum aus dem Grund, dass wir Grip brauchen und der 20 Zöller einfach vorne nochmal mehr Grip erzeugen kann als 21. Deshalb haben wir tatsächlich unterschiedliche Dimensionen, vorne 20, hinten 21. Und wir haben auch eine aktive Hinterachslenkung, um dieses Thema Agilität bei niedrigen Geschwindigkeiten in Kombination mit Grip auf der Vorderachse so darzustellen, dass das wirklich fährt wie ein M. Wahnsinn, ja. Jetzt sagst du, 2018 habt ihr euch die ersten Gedanken zu dem Auto gemacht. Es hat sich ja natürlich, standen natürlich die Zeichen damals eigentlich auf Elektro-Only. Würdet ihr aus heutiger Sicht, jetzt hat sich ja so ein bisschen der Wind vielleicht gedreht oder der Wind ist hat so ein bisschen an Schwung verloren irgendwie Richtung Elektro-Only, würde ich jetzt mal sagen. Hättet ihr das anders geplant, wenn ihr heute starten würdet? Oder hättet ihr gesagt, vielleicht lassen wir das Hybrid doch weg oder auch ein Mild-Hybrid? Oder
wäre das Auto Nein, geworden? wir hätten es genauso gemacht. Okay. Also Elektro wäre halt nicht gegangen zu diesem Termin, so wie wir uns das vorstellen. Ja. Und wir machen nur Autos, so wie wir sie haben wollen. Das ist schon mal gut. Ja, weil wir machen es ja für unsere Kunden. Ja. Und wir selber sind eigentlich auch unsere besten Kunden, weil wir lieben einfach Motorsport und unsere Autos. Das heißt, wenn wir uns nicht sicher fühlen, machen wir es nicht. Okay. Wo du gerade sagst, ihr habt auf die Kunden gehört, ihr bietet jetzt das erste Mal den Touring DG99 auch in Amerika an. Und es ist ja wirklich dieses High-Performance-Limousinen-Thema in Verbindung mit Touring. Ist ja eigentlich immer sensationell. Ich finde, das schlägt das Herz immer höher. Ich fand schon die erste E34 M5-Generation als Touring wahnsinnig cool. Danach, den gab es nicht als Touring. Den danach gab es auch wieder als Touring. So, und dann gab es mal wieder eine kurze Pause, 2 Generationen. Und jetzt macht ihr wieder Touring. Warum? Also der letzte Touring, der hat sagen wir mal, eine sehr niedrige vierstellige Anzahl an Autos über Laufzeit gehabt. Da war der Markt noch nicht so weit, dass Touring akzeptiert war. Also jedenfalls nicht bei BMW im High-Performance-Segment. Das hat sich aber gewandelt, weil M hat sich ja auch massiv entwickelt über die letzten Jahre. Wir haben vor 10 Jahren knapp 40.000 Autos verkauft, jetzt letztes Jahr über 200.000. Das heißt, unsere Community ist auch wahnsinnig gewachsen und der Bedarf nach zusätzlichen Modellen damit auch. Und wir haben den ersten Schritt gemacht mit dem M3 Touring. Und das Auto ist super gut angekommen, hat teilweise auch unsere Erwartungen nochmal deutlich übertroffen. Und dann natürlich auch nochmal so ein Impuls zu sagen, also da ist jetzt auch Platz für ein M5 Touring und auch mehr als das, was früher an M5 Tourings gefragt wurde, weil mittlerweile sind einfach unsere Kunden auch schon da, dass sie sagen, wir wollen sowas haben. Und auch in den USA. Also beim M3 Touring hatten wir auch Diskussionen mit den US-Kollegen. Das war immer so ein bisschen auf der Kippe. Ich glaube, das Auto wäre sehr populär geworden, auch in den USA, aber es war immer noch so ein bisschen fragwürdig, wird es wirklich so angenommen? Beim M5 Touring mit dem V8 unter der Haube und in der Größenordnung, in der Dimension in den USA war das eigentlich ein No-Brainer, wo gesagt wurde, ja, den wollen wir unbedingt haben. Und wir haben dann gesagt, gut, wir hören auf unsere Kunden, wenn ihr soweit seid, wir sind's, dann machen wir das. Okay. Gibt es, ich weiß noch, beim E34 gab es ganz minimale Performance-Unterschiede, weil die Federn hinten im Touring anders untergebracht werden mussten oder so. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das so in den Tests immer rauskam. Gibt es hier Performance-Unterschiede zwischen Touring und Limousine? Nein, gibt's nicht. Also das Einzige ist, der Touring ist nochmal einen leichten Ticken schwerer als die Limousine und da fehlt ihm, glaube ich, ein Zehntel von 0 auf 100. Das ist der einzige Unterschied, weil querdynamisch ist alles an Bord, was die Limousine auch hat. Von daher fährt er wie eine Limousine. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man nämlich in so einem Touring fährt und überlegt, ob man alles dabei hat oder was vergessen hat, muss man nur mal aufs Gas gucken und dann in den Rückspiegel gucken, da klebt es hinten an der Heckscheibe, was man alles im Kofferraum hat. Also solange wie es nicht dein Hund ist, sondern nur Gepäck, ist okay. Ja, das hast du gesagt. Du hast jetzt gerade eben das Thema Gewicht angesprochen. Jetzt sind wir mal ehrlich, egal was man über den 5er liest oder den neuen M5, man hört immer wieder Gewicht, Gewicht, Gewicht und ich bin vorhin den E34 gefahren. Das ist Anfang der 90er gewesen und wir haben inzwischen 1 Tonne mehr Gewicht. Ist das irgendwie ein Thema so für euch oder wie ist das gekommen? Oder hast du da auch so ein bisschen Bauchschmerzen und sagst, Mensch, da hätten wir vielleicht noch 100-200 Kilo einsparen müssen? Na, Gewicht ist schon ein Thema und wir stehen auch für das Thema Gewicht, dass wir immer versuchen, das Gewicht so niedrig wie möglich zu halten. Jetzt bei der Elektrifizierung war es einfach nicht machbar, wenn du so weit elektrisch fahren willst und über 20 Kilowattstunden in einer riesen Batterie hast und 1000 Newtonmeter mit einer großen E-Scheibe, die bis zu 200 PS kann, dann landest du bei diesem Gewicht. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um, wenn du weißt, das wird passieren. Und mittlerweile haben wir die Technologie an Bord, um damit umgehen zu können. Ich glaube, wir sind jetzt mehr oder weniger auch an dem Punkt angelangt, wo man sagt, ab hier wird es nicht mehr werden. Der zweite Faktor im Vergleich auch zu dem V10 Touring von damals ist natürlich auch, dass dieses Auto schon deutlich größer geworden ist. Und also das, was du hier an Innenraumgefühl hast mittlerweile und auch an Gepäckraum, das ist eigentlich eine Klasse höher. Bringt leider auch Gewicht mit, aber auch mehr Platz. Und ich glaube, die Kunden wollen auch tatsächlich alles an Dämmmaterial haben, alles an Sicherheit. Gibt ja auch der Gesetzgeber vor. Also es seid nicht nur ihr, die sagen, jetzt machen wir mal ein schön schweres Auto, sondern es ist einfach so, dass die Technik da rein muss. Wo du gerade sagst, Akkutechnologie. Also ich meine, das ist natürlich ein Lithium-Ionen-Akku, ist ja momentan das Maß der Dinge. Beobachtet ihr da so ein bisschen den Markt, was es da vielleicht an neuen Entwicklungen gibt, wo man auch Gewicht sparen könnte oder sowas? Oder siehst du da irgendwas am Horizont, wo du sagst, cool, da gibt es Performance-Akkus,
Ja, die gibt's. Ja. Ist aber auch Lithium-Ionen. Was man aber im Moment sieht, ist, dass es viele chemische Mischungen gibt, die eher dann in Richtung Energieinhalt oder Performance gehen oder eine Mischung aus beidem. Das heißt, da passiert gerade ganz viel bei Lithium-Ionen auf der, Mischseite. Ist für mich ein bisschen wie in der Reifenindustrie, wo das ja auch immer die schwarze Magie ist, was bei Reifen plötzlich immer wieder geht und was noch mehr geht und dass man noch mehr Grip hat und trotzdem weniger Verschleiß und weniger Rollwiderstand und dass das alles funktioniert. Das sieht man jetzt gerade ein bisschen auch auf der Batterieseite, wie bei der Reifenentwicklung, dass da immer noch mehr geht und immer neue Mischungen kommen. Und da ist noch viel Potenzial. Wenn du jetzt die ganzen Generationen M5 siehst, bist du die alle mal gegengefahren oder hast du die alle mal so im Blick irgendwie? Gibt es da eins, wo du sagst, mein Gott, das war ein Riesensprung? Ich will jetzt gar nicht sagen, welches dein Liebster war. Ich gehe davon aus, dass es immer der neueste, wo man am meisten Gehirnschmalz reingesteckt hat. Aber mir ist aufgefallen, vom ersten zum zweiten, das war schon ein solcher Quantensprung an Modernität, was das Auto mitbrachte. Würdest du sagen, das hier ist zum Vorgänger auch nochmal so ein Riesenquantensprung geworden? Also technologisch ist es auf jeden Fall nochmal ein Quantensprung. Fahrdynamisch ist es auch nochmal ein Schritt nach vorne. Aber ich glaube, einer der größten Quantensprünge war schon die letzte Generation, als wir auf MX-Drive umgestiegen sind und einfach dieses Thema Traktion mit Leistung aus allen Lebenslagen kombiniert in dem M5 hatten, weil der war plötzlich so viel agiler und schneller als alles andere, das vorher da war. Ich glaube, das war schon ein Quantensprung. Der andere war wahrscheinlich der V10. Ja, stimmt. Weil das war ja auch ein irrer Sprung auf diesen Motor und der war ja auch ganz besonders. Der hatte ja so zwei Gesichter, der war bei niedrigen Drehzahlen fuhr der sich eher fast ein bisschen lahm, aber wenn der dann auf Drehzahl gebracht wurde, war das plötzlich ein Biest. Also das war ein Tier, das war ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Das war auch was ganz Besonderes. Und leistungsmäßig 25% zum Vorgänger. Würdest du sagen, der nächste hat eine 8 vorne stehen oder bleibt ihr leistungsmäßig so und spart eher Gewicht an? Ich gehe davon aus, ihr plant schon den nächsten, oder? Nein. Jetzt sind wir erstmal froh mit dem, wie er da ist. Was jetzt kommt natürlich in Zukunft sind die neuen Emissionsbedingungen, EU7 und so weiter. Jetzt geht es erstmal darum, die Antriebe auf die neuen Emissionslevel zu bringen, ohne dass man dort Leistung verliert. Und ich glaube, das ist in der Zukunft für alle Hersteller die große Challenge, dafür zu sorgen, auch gerade bei Hochleistungsantriebe, dass man sein Leistungsniveau halten kann, bei gleichzeitig deutlich strengeren Emissionierungsbedingungen. Und habt ihr auch mal geschaut, was Mercedes hat ja es gewagt, einen Vierzylinder E63 zu nennen? Oder habt ihr euch das auch angeguckt und gesagt, guck an, die Kunden kaufen doch nicht alles, wo hinten irgendwas draufsteht? Oder läuft man Gefahr, dass ihr demnächst auch mit dem Vierzylinder hier kommt in der nächsten Generation? Nein, das machen wir nicht. Okay. Frank, ganz vielen Dank. Du musst zum nächsten Termin. Hat ganz viel Spaß gemacht. Gerne. Und ich glaube, wir laufen uns hier noch das ein oder andere Mal über den Weg. Alles klar. Alles klar. Bis dann. Also, ciao. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de